Hallo Leute, in diesem Video zeige ich dir den Einbau einer LED-Innenbeleuchtung mit Schleifer in eine Märklin H0 Donnerbüchse. Und wir machen das Schritt für Schritt. Wir gehen dabei nach der mitgelieferten Einbauanleitung vor. Naja, zumindest fast, denn nicht alles wird darin beschrieben und kann zur Verzweiflung führen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ich bin Ralf und wir bauen eine LED-Innenbeleuchtung mit Schleifer in eine Donnerbüchse ein. Wie bin ich dazu gekommen? Nun, der Märklin Insider Club Jahreswagen in 2025 war eine Donnerbüchse. Kein Personenwagen, sondern ein Postwagen. Bisher hatte ich gar keine davon. Bei der Abholung des Postwagens beim Händler hatte ich dann direkt 2 Donnerbüchsen Personenwagen mit den Artikelnummern 4313 und 4314 dazu gekauft. Und genau in die Personenwagen bauen wir die LED-Innenbeleuchtung mit Schleifer ein. Die Artikelnummern siehst du hier. Der Postwagen bleibt ohne Innenbeleuchtung. Ein kurzer Blick auf die Beschreibung zur LED-Innenbeleuchtung bei Märklin zeigt die für mich zumindest nicht eindeutige Aussage, ob das LED-Licht über einen Kondensator gepuffert ist. Sprich, ob das Licht bei kurzen, stromlosen Stellen sofort ausgeht. Es ist von einem Flackerschutzkondensator die Rede. Ich hoffe, dass du mir zustimmen wirst, dass diese Beschreibung nicht ganz so eindeutig ist, was genau darunter zu verstehen ist. Das werden wir dann nach dem Einbau in diesem Video am Ende testen. Jetzt packen wir die LED-Innenbeleuchtung mal aus. Mit dabei ist eine auf Foto basierende Einbauanleitung. Es sind wirklich nur die Fotos ohne weitere Erläuterungen. Mal sehen, wie gut wir damit klarkommen werden. Deutlich an der Platine zu sehen ist ein blauer Kondensator. Es sieht zumindest vielversprechend aus, dass dieser Kondensator dazu dienen wird, dass das Licht nicht sofort ausgeht, falls mal kein Strom fließt. Wir werden sehen. Als nächstes packen wir die zweite Verpackung aus. Oh je, ein längerer Schleifer. Ich denke, dass dies der Bauart Donnerbüchse geschuldet ist. Nur ob man dann noch mit dem Wagen in 2 Richtungen fahren kann, wir werden sehen. Dann noch ein kleiner Beutel mit 2 Ringen und 2 Schrauben. Hier werfen wir mal einen kurzen Blick in die Anleitung. Fotos finde ich grundsätzlich sehr hilfreich, aber eine weitere Beschreibung zu einigen Schritten wäre nett gewesen. Jetzt starten wir mit Schritt 1 des Umbaus. In Schritt 1 werden die Schrauben gelöst. Das ist kein Problem. Jetzt kommen wir zu Schritt 2, Wagenboden abnehmen. Das ist leider nicht so einfach möglich. Da hätte ich mir mehr Text gewünscht. Ich hatte da zuvor einiges beim ersten Wagen probiert. Wenn man es weiß, wie es geht, dann ist es auch einfach. Das zeige ich dir beim zweiten Wagen, denn das Geländer ist oben im Wagenkasten mit eingesteckt. Um das herauszubekommen, muss man an den Puffern runterdrücken. Ich hatte immer Angst, dass was abbricht, aber es ging bei beiden Wagen gut. Bei Schritt 3 ist das Gewicht zu entfernen. Das fällt schon von alleine raus. In Schritt 4 wird die Inneneinrichtung entnommen. Das geht leicht. Jetzt kommen wir zu Schritt 5. Wir setzen die Lichtleiste ein. In Schritt 6 wird darauf hingewiesen, dass die Kontaktstifte in die Löcher zu stecken sind. Da kommen später die Schrauben rein und leiten gleichzeitig den Strom zur LED-Platine. Beim Schritt 7 setzen wir die Inneneinrichtung wieder ein. In Schritt 8 wird es wieder knifflig, denn das Gewicht muss wieder rein und zwar richtig rum und es darf nicht verrutschen. Das hatte bei mir am längsten gedauert. Bevor wir Schritt 8 machen, gehen wir kurz zu Schritt 9 und nehmen die linke Achse raus. Dann legen wir erst einmal das Gewicht in den Unterboden, damit wir ein Gefühl bekommen, wie das Gewicht sich selbst im Unterboden fixiert. Genau das müssen wir dann treffen, sonst geht der Wagen nicht richtig zu.
Dann drehen wir das Gewicht und legen es auf die Inneneinrichtung. Jetzt wird es noch einmal knifflig, denn wir müssen das Unterteil wieder biegen, damit das Gelände am Wagenkasten vorbeikommt. Das geht natürlich nicht ohne das Verrutschen des Gewichtes. Hier konnte ich schon in der Mitte des Wagens das Unterteil mit dem Wagenkasten einrasten. Links und rechts ging noch nicht. Aber mit einem kleinen Schraubenzieher kann man das Gewicht ein wenig verschieben, bis es in die ideale Position sich selbst fixiert. Und das ist ein sehr wichtiger kleiner Trick. Beschrieben ist das nirgendwo, denn dann rasten die beiden Enden auch ein. Dann muss man das Geländer noch in die kleinen Löcher des Wagenkastens führen, damit sie einrasten. Ich hatte dabei Angst, dass wieder was abbricht. Es ging aber auch hier alles gut. Jetzt kommt Schritt 10. Dort müssen wir die kleinen Verbindungsrohre einsetzen, das darfst du nicht vergessen. Als nächstes kommen direkt 3 Schritte auf einmal. In Schritt 11 fixieren wir die Massefeder und zwar da, wo wir die Achse entfernt hatten. Und in Schritt 12 schrauben wir sie fest. Im Anschluss setzen wir die Achse wieder ein.
Jetzt folgen die beiden letzten Schritte. Schritt 14 Schleifer fixieren und Schritt 15 Schleifer festschrauben. Der Schleifer wird tatsächlich nur durch die Schraube gehalten. Und damit sind wir fertig. Der Schleifer sieht ein bisschen ulkig aus, aber was soll's. Jetzt lüften wir das Kondensatorgeheimnis. Wenn der Kondensator geladen ist, dann hält dieser für mehrere Sekunden das Licht, auch wenn der Wagen wie hier vom Gleis genommen wird. Die Helligkeit nimmt dann nach einer Weile langsam ab. Das Licht an sich finde ich sehr gut. Nicht zu hell, nicht zu dunkel. Es ist ein sehr schönes, warmes Licht. Zum Fahren in zwei Richtungen sei gesagt, auf unserer Anlage mit K-Gleisen können wir die Wagen nur in einer Richtung fahren lassen. Vielleicht klappt das mit den C-Gleisen besser. Schreib es gerne in die Kommentare, ob das bei dir funktioniert. Vielleicht muss man ja auch den Schleifer etwas verbiegen. Das habe ich aber nicht probiert. Zum Schluss schalte ich die ganze Anlage mal aus und zeige dir den Abfall der Spannung. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Kanal Die Dachbodenmodellbahner.